Weiter geht die Reise in der Champions League. Heute bei Benfica Lissabon. Schönes Stadion, echtes Stadion vor allem. Lissabon, Estadio do SL Benfica. Ja, kann man machen. Schöne Choreo. Benfica steht heute ein bisschen mehr unter Druck als wir. Wir sind Vierter, wir haben aus 4 Spielen 4 Siege. Ja, Benfica halt nicht. Sonst wären sie nicht so weit unten. Wir können schon mal, ja, so ganz vorsichtig das Achtelfinale klar machen, weil Fenerbahce auf Platz 9 hat schon gespielt. Wir haben mit 2 Punkte Vorsprung. Wenn wir also gewinnen, haben wir 5. Aber ich weiß nicht, wie das Spiel hier heute wird. Lassen wir uns erstmal überraschen hier vor der Anfangsphase. Und wenn wir so weitermachen, wie zum Beispiel in Freiburg, dann gehen wir hier heute natürlich auch als Sieger vom Platz. Aber so wird es natürlich nicht kommen, weil wir können nicht in jedem Spiel 7 Tore schießen und werden wir auch nicht. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber wir können trotzdem weiterhin druckvoll, dominant spielen. Schön im Flow bleiben, wie es ja gerne heißt. Und uns jetzt mal die erste Chance rausspielen über Ekitike, Uzun. Ja, nee, zu kompliziert. Aber das verspricht auch heute wieder ein schönes Spiel. Bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Und wir dann am Ende als Sieger, Elanga, schneller Mann auf dem Flügel. Die werden uns halt ein bisschen mehr fordern als Freiburg im letzten Spiel. Da bin ich auch sehr, sehr sicher. Fofana auf dem Flügel. Adingra gut gespielt eigentlich. Und dann kommt Ekitike nicht durch. Also die Lissabonner sind auf jeden Fall vor einer großen Aufgabe gestellt. Aber wir machen das hoffentlich defensiv richtig gut. Jurasek. Das habe ich wahrscheinlich gleich gesagt oder gerade gesagt. Jetzt kommt Lissabon mit der ersten Chance. Und Santos kriegt schon mal ein bisschen mehr zu tun als gegen Freiburg. Aber wie gesagt, das war ganz klar. Barreiro kommt. Achtung, im Strafraum. Wo ist die Lücke? Finden sie die Lücke? Bislang nicht, Gott sei Dank. Wir laufen ja alles richtig gut zu und dann ist Lissabon auch schon wieder in der Grundformation oder in der Grundaufstellung. Barreiro, ja, wir stehen. Wir kommen leider gerade nicht in die entscheidenden Momente, also in den entscheidenden Zweikampf rein. Oh, der Ball ist gut gespielt, Elanga. Achtung, große Chance für Benfica. Verteidigung steht. Nochmal und der müsste eigentlich im Aus sein. Ja, da hätte Santos auch ruhig hingehen können. Es ist ein bisschen verhaltener als gegen Freiburg. Ja, wir haben noch nicht so viel Aktion nach vorne. Klar, Lissabon macht hier ein bisschen mehr Druck zu Spielbeginn. Das sieht richtig gut aus. Aber jetzt kommen wir vielleicht über Ekitike, Adingra. Niemand in der Mitte, doch Ekitike läuft ein und hinten ist Fofana. Erstmal, aber es rückt halt niemand nach. Es müssen noch ein paar Leute nachrücken. Brown. Und jetzt wir vielleicht mal mit ein bisschen Ballbesitz, je nachdem wie uns der Gegner spielen lässt. Uzun. Fofana über den Flügel, Ekitike. Ja, es ist niemand vorne drinne. Niemand vorne im Zentrum. Der Gegner weiß immer, was wir machen. Ah, Fofana, jetzt vielleicht der Durchbruch mit dem Abschluss. Melden wir uns im Spiel an. Also es geht, wie gesagt, nicht ganz so geschmeidig und ganz flüssig wie gegen Freiburg und nicht so druckvoll. Ja klar, weil Lissabon auch einfach eine andere Hausnummer ist. Das wundert mich, dass die so weit unten stehen. Aber gut, die Bayern stehen glaube ich auch ganz unten hier in der Champions League. Die haben glaube ich auch alle Spiele bislang verloren. Und jetzt kommt Rega gegen Beste. Ne, gegen Akteoglu. Achtung, Brown. Oh, nimmt den an, super. Hätte ich nicht gedacht. Und dann spielen wir das natürlich über wenige. Alter Vater, Jungs, nimmt mal den Amboss aus dem Schuh. Ganz souverän hinten raus. Mit viel Speed auf jeden Fall. Uzun. Apropos Speed, der Ball könnte... kein Abseits, sehr gut. Und jetzt Ekitike lässt sich fallen. Große Chance und die Führung. Hugo Ekitike macht da weiter, wo er gegen Freiburg aufgehört hat. Hat sich jetzt auch nicht unbedingt angebahnt, aber das ist sowas von egal. Du musst auf so einem Niveau halt Chancen nutzen. Das ist das große Plus, was wir halt haben, gerade in der Champions League. Wir nutzen unsere Chancen. Und ein richtig schönes Tor auch noch mit dazu. Also die Fans da oben mitgereist. Sind auf ihre Kosten gekommen. 6. Tor im 5. Spiel. Der hat momentan halt auch gerade in der Champions League einen Lauf, auch in der Liga. Schießt nicht nur Tore, bereitet auch welche vor. Wird wahrscheinlich einige Millionen bringen, wenn nicht sogar im dreistelligen Bereich.
Und die nächste Chance. 1, 2 Kontakte maximal. Und dann nach vorne. Und dann warten, bis die Leute nachrücken. Usun Adingra. Usun läuft durch. Schöner Ball und die Chance aufs 2:0. Und das machen wir. Sehr effektiv heute, muss ich sagen. Spielerisch nicht ganz so glanzvoll, aber dafür sind wir sehr, sehr effektiv vor dem gegnerischen Tor. Und nochmal, das zählt auf internationaler Ebene und Bühne. Da fragt hinterher niemand mehr, wie es zustande gekommen ist. Du musst solche Chancen musst du einfach nutzen und die bestrafen wir momentan, die Abwehrfehler, gnadenlos. Hier auch als Vorlagengeber Ekitike. Ja, und das war fast schon geschenkt, das Tor. Also ich weiß nicht, wo der Keeper dahin wollte. Und Can Usun. Das 2:0. Und jetzt hört man auch unsere Fans. Hurra, hurra, die Frankfurter sind da. Natürlich bei so einem Ergebnis. Das ist doch ganz klar. Aber aufgefasst, Benfica. Wird natürlich auch versuchen, jetzt die Chancen zu nutzen. Aber unsere Verteidigung, die steht momentan gut. Also der anfängliche Druck von Benfica ist ein bisschen abgeflacht. Jetzt nach dem 2:0. Machen wir es auch gut. Muss man auch einfach sagen. In den Zweikämpfen 1 gegen 1. Vorne die Chancen eiskalt genutzt, die beiden, die wir bislang hatten. Und dann gibt es auch heute wenig zu meckern. Reger dazwischen, kriegt er den noch? Ja, schade, sonst hätten wir nochmal einen Angriff bekommen. Aber es gibt einen Freistoß, okay. Nochmal hoch und weit, gibt Sicherheit, aber den klären wir hoffentlich auch. Oh, klären wir nicht. Achtung. Doch, jetzt. Demetrio dazwischen, Reger und dann ist erstmal Halbzeit. Also 2:0 auf besten Weg ins Achtelfinale und Benfica ja auf dem besten Weg auszuscheiden. Also, dass sie nicht mal in die Playoffs kommen. Benfica ist zum Beispiel so ein Team, das hätte ich mindestens mal in den Playoffs erwartet. Aber da gucken wir danach im Spiel auch nochmal auf die Tabelle und schauen und wissen dann, ob es dafür noch reicht oder ob sie schon ausgeschieden sind. Es sind ja dann nur noch 3 Spiele, ne? Wir spielen unter anderem noch gegen den AC Mailand, gegen Barcelona. Beides mal zu Hause. Und den letzten Gegner habe ich schon vergessen. Also AC Mailand war es, habe ich mir gemerkt, aber den letzten Gegner, da gucken wir da nochmal drauf. Fofana, jetzt müssen wir gleich von Anfang an mal hier ein bisschen das Heft des Handels in die Hand nehmen, schön laufen lassen. Die Lücken werden sich früher oder später dann ergeben, wie hier zum Beispiel über Brown. Ekitike, nächste Chance, allein gegen alle. Ekitike! So kann es gehen. Weiter vorne drauf bleiben, auch wenn nicht jede Pressing-Aktion jetzt hier klappen wird. Aber ihr seht, der Keeper muss den Ball nach vorne schlagen und somit sind wir wieder in Ballbesitz. Das ist so das Ideale, das, was im besten Fall in jedem Spiel klappen soll. Pressing vorne, der Gegner muss den Ball lang nach vorne schlagen. Und jetzt sieht das Ganze auch ein bisschen flüssiger aus. Ja? Die Kombinationen funktionieren, weil wir auch einfach jetzt die Lücken haben. Fofana, da sind auch 2, 3 Mann, aber da ist niemand bei Youssouf Fofana. Und dass der schießen kann, das weiß man nicht erst seit dem Spiel in Freiburg. Grobmeiners, gute Ecke. Das ist so, wenn man ein Manko rausheben möchte, dann ist das so das einzige Manko, dass wir nach wie vor nach Eckbällen halt absolut ungefährlich sind. Obwohl das auch mal eine Stärke war im letzten Spiel. Ich weiß nicht, ob das am Spiel selber liegt, dass die Eckbälle jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Wahrscheinlich. Oder an irgendwelchen Updates, die wieder gemacht wurden. Aber das fällt mir halt auf, dass wir nach Eckbällen so überhaupt nichts hinkriegen. Aber dafür umso mehr aus dem Spiel heraus. Und das ist ja auch nicht schlecht. Usun. Nächste Chance. Wechselzeit, 1 Stunde rum. Auch wieder schon für die Liga. Ne? Dieser 2-3 Tagesrhythmus bleibt natürlich auch nicht gerade, wie sagt man? Also es bleibt auf jeden Fall in den Knochen der Spieler. Mir fehlt das Wort dazu. Wahrscheinlich fällt es mir während dem Schnitt wieder ein, keine Ahnung. Ist immer so bei mir, wenn ich aufnehme und mir irgendein Wort wieder fällt, dann fällt es mir meistens erst beim Schnitt wieder ein. Benfica kommt über Aktüroglu. Robin Koch, komm, das wird seine letzte Aktion sein. Demetrio kommt nicht ran. Und der Pfostenschuss. Mal eine Aktion wieder von Benfica.
Nächste Chance, Brown im richtigen Moment, aber zu ungefährlich leider, zu ungenau. Nächste Chance, Elanga gegen Brown, gut gemacht. Jetzt müssen wir hinten stehen, Brown ist da, kein Foul, Fofana. Wie kriegen wir das geklärt? Natürlich so, ganz locker, ganz souverän, ganz in Ruhe auf die andere Seite und dann die Chance umzuschalten. Rega, Adingra gegen Correa, Adingra in die Mitte. Ekitike auch die letzte Aktion wahrscheinlich. Adingra, Ekitike nochmal vorne. Wo ist er? Da ist er. Und wieder ins Pressing rein. Genau, dann wissen sie nicht wohin. Ballverlust und sogar unser Einwurf. Stark. Stark wiedergeholt. Also zweite Halbzeit gefällt mir wirklich gut. Besser als die erste Halbzeit. Wir haben vorne viel mehr Druck. Und Fofana. Dann müssen wir uns hier wieder befreien. Dann hat Kopmann das ein bisschen Platz. Fofana, Listesch und außen über Adingra. Ja, jetzt lassen wir sie laufen. Ich möchte nicht sagen, dass das wie im Training aussieht, aber es geht schon sehr leicht, weil wir halt auch den Platz haben. Hier, schaut euch das an. Paxton Aronson und Van de Voort im Tor. Und dann ist das ein großer Schritt Richtung Achtelfinale. Bei noch 3 ausstehenden Spielen müsste schon sehr, sehr viel schief gehen, dass wir das nicht unter die ersten 8 schaffen. Damit würden wir dann die Playoffs umgehen, was auch immer sehr, sehr gut ist. Spart uns 2 zusätzliche Spiele und 2 zusätzliche englische Wochen. Und die nächste Chance. Oh, schön mit der Hake. Duro. Und jetzt Listesch. Nächste Chance. 10 Minuten noch. Weitere Chance jetzt mal aus dem Eckball was zu machen. Komm, irgendeiner muss doch da mal vielleicht Listesch gefährliches Ding reinbringen. So zwischen 11er und 5er. 3 Balken aufgeladen und jetzt. Da kommt keiner ran. Nächste Chance. Aronson. Listesch. Und hinten. Oh, schönes Ding. Duro. Und Brent Wade. Fallrückzieher. Schade, wenn der hinten reingegangen wäre. Ein bisschen länger geworden wäre. Für Van der Voort wäre da nichts zu machen gewesen. Schade, schade, schade. Aber gut, was willst du machen? Weiterhin Druck. Und das Pressing, es funktioniert. Es funktioniert auch noch in diesen Minuten, auch in diesem Spiel. Duro. Vielleicht ein Doppelpass mit Listesch. Schöner Ball. Aber das ist dann wieder zu viel Klein-Klein. Zu viel Barcelona-like. Schäfer vorne ganz alleine gegen 4-5 Mann. Das ist natürlich auch undankbar heute. Ne? Vorne, wenn du einfach auf eine Wand triffst, da ist nicht viel zu machen. Aber Achtung, Benfica ist noch da. 3 Minuten vor Schluss, aber wirklich nichts Zwingendes, muss man sagen. Die stehen sich mehr oder weniger selber da im Weg. Und es ist so ein bisschen Verzweiflung. Zack, Abseitsfalle funktioniert auch. Also doch am Ende ein verdientes 2-0. Erste Halbzeit war Benfica noch ein bisschen druckvoller. Haben uns da ein bisschen vor Probleme gestellt. Aber dann in der zweiten Halbzeit spätestens ging das dann hier ganz gut von der Hand. Duro nochmal mit der letzten Chance. Duro! 3-0. Macht hier endgültig den Deckel drauf. Den Abschluss. Da zeigt das an. 3 Tore für die Eintracht. Und das sind dann auch mal 10 Tore innerhalb von 2 Spielen, auch zu 0. Ganz, ganz wichtig. Ich habe ja gesagt, die Gegentore müssen ein bisschen weniger werden. Und es läuft momentan. Die Abwehr steht. Wir fahren die Ergebnisse ein in der Liga und auch in der Champions League. Und wir sind voll auf Kurs Achtelfinale. Also auch hier im 5. Spiel 3-0. Richtig starker Auftritt auch wieder. Also in der Champions League läuft es. Das scheint unser Wettbewerb zu sein oder generell international. Und so darf es dann auch gerne in der Liga jetzt bis zur Winterpause weitergehen. Und das dürfte auch schon gleichzeitig bedeuten, dass Benfica eigentlich so gut wie ausgeschieden ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt noch 3 Siege reichen, um zumindest in die Playoffs zu kommen. Gucken wir uns gleich mal an. Spulen wir vor bis zum nächsten Heimspiel. Augsburg, auch sehr unangenehm. Da haben wir auch schon Meisterschaften verspielt, auch mit der Eintracht. Weiß ich noch, in Augsburg mussten wir gewinnen, haben wir gewonnen, aber dann hat leider die Konkurrenz auch gewonnen. Naja, aber wir gehen jetzt als Tabellenführer. Ich glaube, zum allerersten Mal in der Saison gehen wir als Tabellenführer in ein Spiel. Außer die Konkurrenz hat schon gespielt. Wir gucken mal. Ja, also, dann gehen wir als Tabellenzweiter ins Spiel rein, also nicht als Tabellenführer. Das sind die Augsburger. Auch 3 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen. Ein Sieg, eine Unentschieden, sind auch nicht so gut drauf. 4-1, 2-1-2. Kristovic, SND. Jakic, ehemaliger Frankfurter vorne. Wie gesagt, auch wie Freiburg. Ganz unangenehm. Mal gucken, ob es dasselbe Ergebnis geben wird. Glaube ich jetzt nicht. Aber ich sage es immer wieder vorher, dass Augsburg auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Sie können einmal
auch mal ein Bein stellen, ne? So, also Leipzig hat schon gespielt, hat gewonnen. 3-2 knapp in Stuttgart. Dann spielen die Bayern in Münster. Wo ist Münster? Münster ist ein bisschen weiter nach unten gerutscht, 13. Platz. Aber solange sie da am Ende der Saison stehen, glaube ich, ist alles gut. Alles gut und geregelt. So, dann gucken wir uns kurz die Champions League an. Wie das jetzt nach dem 5. Spieltag aussieht. Ob es da schon Entscheidungen gibt. Wir sehen sogar Tabellenführer. Guckt euch das an. Mit dem AC Mailand zusammen 5 Siege. Bayern hat wieder verloren gegen Porto zu Hause. Also das ist schon eine sehr, sehr enttäuschende Nummer für die Bayern. Da gucken wir mal drauf. Also Liverpool Dritter, Barca, PSG, Man City, Porto und Arsenal. Stand jetzt 3 Spiele vor Schluss, 5 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir können es im nächsten Spiel zu Hause rechnerisch klar machen, wenn die Konkurrenz mitspielt. Leipzig steht sogar vor Real, ey. Dortmund 13. Das ist ja noch okay. Aber dann Wolfsburg 23. Wo sind die Bayern? Die sind letzter tatsächlich. Die stehen auf dem drittletzten Platz. Rahmt euch das mal ein. Die stehen vor Craiova und vor Braga. Aufgrund des schlechteren oder besseren Torverhältnisses in dem Fall. Sind, wie viel da müssen wir mindestens werden? 24. Ne? 5 Punkte Rückstand. Also das sieht so aus, als ob die Bayern ausscheiden aus der Champions League. Genauso Benfica. Also das ist für die Bayern momentan eine sehr, sehr enttäuschende Champions League-Saison. Bundesliga hinken sie auch hinterher. 8 Punkte Rückstand auf Leipzig. Aber umso besser für uns. Und deswegen schauen wir, wie es gegen Augsburg zu Hause läuft. Hoffentlich wieder mit euch. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Es läuft momentan wie aus einem Guss. Wir sind in einer richtig guten Phase und das müssen wir jetzt mitnehmen. Und ein besseres Heimspiel auf jeden Fall wieder zeigen als gegen den SFC Köln. Macht's gut. Ciao, ciao.